Die Geschichte beginnt im Arbeiterstadtteil von Hamburg, St. Pauli. Am 15. Mai 1907 begannen lokale Turnvereine, inoffiziell Fußball zu spielen. Im Jahr 1910 wurde die Fußballabteilung eigenständig organisiert und 1924 trennten sich die Jugendlichen endgültig und gründeten den Fußballverein FC St. Pauli. Die Dampfer machen die Taue klar, Kräne quietschen entlang der Ufer der Elbe. Das Arbeiterviertel St. Pauli lebt im Rhythmus der Hafenarbeiter, Bars und Straßen, wo sich Seeleute, Künstler und Ausgestoßene begegnen. In dieser Atmosphäre aus Armut und Freiheit wird der Sport zum Ausweg aus dem grauen Alltag. Ihre ersten Spiele fanden auf improvisierten Plätzen statt, oft im Schlamm, bei Regen, mit Netzen aus alten Fischerseilen. Sie spielten gegen andere Stadtteilmannschaften, häufig ohne Schiedsrichter, in Selbstverwaltung. Der erste Funke jener demokratischen Kultur, die den Verein später prägen sollte. Nach Jahren als Teil des Turnvereins löste sich die Fußballabteilung 1924 offiziell und gründete den eigenständigen Club, den FC St. Pauli. Das war der Moment, in dem der Verein nicht nur den Ball, sondern auch eine Identität annahm. Ein Club, gegründet von Menschen, die weder reich noch elitär waren, aber mit Geist. Mit genau jenem Geist, der später Punks, Aktivisten und Gegner des Faschismus inspirieren sollte. Das Stadion? Gibt es nicht. Die ersten Spiele finden auf dem Heiligengeistfeld statt, einem offenen Feld, auf dem Kinder nebenan spielen. Die Tribünen werden von Hand gebaut. Die Fans sind Nachbarn, Freunde, Leute vom Hafen. Niemand verkauft Trikots. Die Trikots werden zu Hause genäht. In diesen frühen Jahren gehört der FC St. Pauli nie zu den stärksten Mannschaften, aber immer zu den echtesten. Das Millerntor-Stadion wurde offiziell im Jahr 1963 eröffnet, kurz vor Beginn der ersten Saison der neu gegründeten Bundesliga. Es wurde an der Stelle des ehemaligen Heiligen-Geistfeld-Platzes gebaut, auf dem der FC St. Pauli bereits seit 1946/47 inoffiziell gespielt hatte. Das Stadion liegt im Herzen des Stadtteils St. Pauli, direkt an der Reeperbahn zwischen Zirkuszelten und Kunstbühnen, im Zentrum der Gegenkultur Hamburgs. In den 1980er Jahren, als der Verein in einer schweren finanziellen Lage war, organisierten sich die Fans und halfen selbst beim Erhalt des Stadions. Sie malten, reparierten, übernahmen den Wachdienst. Ein seltener Fall im Profifußball, bei dem die Fans einen ganz realen, physischen Beitrag zum Stadion leisten. Von 2006 bis 2015 wurde das Millerntor-Stadion vollständig umgebaut. Tribüne für Tribüne, ohne dass der Spielbetrieb unterbrochen wurde. Der Verein lehnte externe Investoren kategorisch ab, selbst für den Stadionbau. Die Finanzierung kam von den Fans, Sponsoren, der Gemeinschaft und durch den symbolischen Verkauf von Ziegelsteinen und Sitzen. Heute fasst das Stadion rund 29.546 Zuschauer, wobei viele Plätze Stehplätze sind, ganz im Sinne der Fans. Die Tribünen tragen die Namen von Vereinslegenden und Fangruppen. An jeder Wand und in jedem Gang findet man Graffiti, antirassistische Botschaften und Fankunst. Das hier ist nicht einfach ein Stadion, sondern ein kultureller Ort. Saison 1977. Nach vielen Jahren in der zweiten Liga steigt St. Pauli 1977 zum ersten Mal in die Bundesliga auf. Es ist fast ein Wunder. Ein Verein mit begrenztem Budget und einem Stadion, das gerade so die Mindestanforderungen erfüllt. Der Aufenthalt in der höchsten Spielklasse ist kurz, nur eine Saison, aber er ist ein Symbol für den Aufstieg des Arbeitervereins. Saison 1988. Die Rückkehr in die Bundesliga nach 11 Jahren. St. Pauli hat inzwischen eine klare kulturelle und fanbezogene Identität. Totenköpfe, Punkmusik und politische Präsenz auf den Tribünen. Die Atmosphäre am Millerntor wird zu etwas Mythischem. Dieser Aufenthalt dauert 3 Saisons bis 1991. Aufstieg 2024. Nach 13 Jahren in der zweiten Bundesliga kehrt der Verein in der Saison 2023 in die höchste Spielklasse zurück, mit dem direkten Aufstieg. Unter der Leitung von Fabian Hürzeler, erst 31 Jahre alt, gewinnt St. Pauli 10 Spiele in Folge
und dominiert die Rückrunde. Es war eine Wiedergeburt, die nicht nur in Hamburg, sondern von Fans auf der ganzen Welt gefeiert wurde. Warum ist die Regenbogenflagge für den FC St. Pauli so wichtig? Der FC St. Pauli ist einer der ersten Fußballvereine weltweit, der sich offiziell und eindeutig zur LGBTQ-Plus-Community bekennt. Die Regenbogenflagge steht für Gleichheit, Identitätsfreiheit und den Kampf gegen Hass. Ganz im Sinne der Vereinsphilosophie. Bereits Anfang der 2000er startete der Verein Kampagnen gegen Homophobie im Fußball. Im Millerntor-Stadion sieht man häufig Regenbogenflaggen direkt neben dem Totenkopf. Kein Widerspruch, sondern ein Zeichen der Einheit von Rebellion und Menschlichkeit. 2018 wurden die Eckfahnen auf dem Spielfeld durch Regenbogenfahnen ersetzt. Ein symbolisches und öffentliches Zeichen. Hier ist jeder willkommen. In einer Welt, in der viele Fußballvereine von kommerziellen Interessen dominiert werden, entscheidet sich der FC St. Pauli bewusst dafür, politisch und gesellschaftlich aktiv zu sein. Die Verwendung der Regenbogenflagge ist auch eine Form des Widerstands gegen Rassismus, Sexismus, Ungleichheit und Fanatismus. Am Millerntor gibt es keinen Platz für Hass, egal ob du Fan, Spieler oder Mitarbeiter bist. Die Fans des FC St. Pauli sind nicht einfach Zuschauer. Sie sind eine Gemeinschaft, oft engagiert in Kunst, Musik und sozialen Anliegen. Die Regenbogenflagge ist nicht nur ein politisches Symbol, sondern auch ein ästhetischer Ausdruck von Freiheit. Man findet sie auf Wandmalereien, Schals, T-Shirts, Graffiti, Trommeln und sogar auf den Trikots der Spieler. 36 reale Beispiele. Love St. Pauli, Hate Homophobia. Schriftzüge an den Fassaden rund ums Stadion. Rainbow Pride Days. Spezielle Spieltage mit Aktionen zur Unterstützung von LGBTQ+-Themen. Der offizielle Fanshop des Vereins bietet Regenbogen-Merchandise an. Nicht als Marketingers, sondern als Ausdruck von Werten. Die Regenbogenflagge beim FC St. Pauli ist keine Dekoration. Sie ist Haltung. Eine Haltung gegen Hass. Eine Haltung für Menschlichkeit. Eine Haltung für eine Welt, in der Fußball für alle da ist. Der FC St. Pauli war nie nur ein Fußballverein. Hier zwischen dem Kopfsteinpflaster der Reeperbahn und dem Herzen Hamburgs entstand etwas Größeres. Widerstand. Eine Idee, eine Bewegung. In einer Welt von Millionen stand St. Pauli immer auf der Seite der Einfachen. Sie haben nicht alle Spiele gewonnen, aber sie haben die Herzen der Menschen erobert. Denn hier endet der Kampf nie. Das ist kein Ende, das ist erst der Anfang. St. Pauli für immer, gegen alles. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine neuen Geschichten verpasst. Welchen Verein möchtest du im nächsten Video sehen? Schreib es in die Kommentare. Deine Meinung bringt diesen Kanal voran. Bis bald.